willkommen zum zweiten Fukubukuro Video für 2022. Ich hoffe, das erste von Axis Farm hat euch gefallen. Ich bedanke mich schon mal für die ganzen Kommentare, die ich da bekommen habe. Und ja, es geht weiter. Ich mache heute in diesem Video zwei Fukubukuro, die ich hier neben mir stehen habe. Die haben so eine kleine Ähnlichkeit, weil es Fukubukuro von denen sind, wo man Essen kaufen kann. Und ja, deshalb möchte ich euch sie kurz vorstellen. Die haben dann jeweils eine Kollaboration mit einer bestimmten Serie, Marke zusammen gehabt. Und ja, ich fange einfach mal mit der hier drüben an. Die habe ich mir selber gekauft. Und ja, den Grund könnt ihr direkt sehen. Es ist Rilakkuma. Rilakkuma hatte auch letztes Jahr schon eine Kollaboration mit Mos Burger. Da haben wir uns die Fukubukuro aber nicht gekauft, weil mir die Sachen darin nicht so sehr gefallen haben. Aber dieses Jahr fand ich die Sachen ganz hübsch und mein Mann hat auch zugestimmt, weil er ja auch Rilakkuma mag. Und deshalb haben wir uns dieses Jahr die Fukubukuro geholt. Die konnte man, oder ich glaube, die musste man sogar online vorreservieren. Da war schon ein bisschen Chaos, aber wir haben es geschafft. Wir haben uns online eine vorreserviert und konnten uns die dann im Laden abholen. Und ja, die Fukubukuro ist wie gesagt von Mos Burger, wie auch immer man es aussprechen möchte. Wer es nicht kennt, ist so ähnlich wie McDonald's, nur ein klein wenig besser. Wenn ich mich entscheiden kann, bevorzuge ich Mos Burger, aber wir haben nicht so viele Läden in der Nähe, wo man vorbeikommt. Und ja, vor allen Dingen die Pommes dort finde ich richtig lecker. Deshalb, ja, die Fukubukuro von Mos Burger kostet 3000 Yen, also ungefähr 25 Euro. Und man bekommt exakt in diesem Wert von 3000 Yen diese Coupons. Das heißt, man bekommt also das Geld, was man bezahlt, bekommt man einen Essenscoupon wieder. Das heißt, ich kann jetzt in Mos Burger für 3000 Yen essen gehen. Die sind gültig bis zum 31. März. Das heißt, wir müssen in den nächsten 3 Monaten zu Mos Burger essen gehen. Das werden wir hoffentlich schaffen. Das heißt, die 3000 Yen, die ich für diese Fukubukuro bezahle, bekomme ich hier einmal in Coupons wieder. Und die Sachen sind dann quasi als Geschenk. Und sie werden auch vorher angekündigt, was drin ist. Es ist so keine Überraschung, man weiß, was man kauft. Und zwar ist in dieser Fukubukuro, die übrigens sehr süß aussieht, in einer Papiertüte, ist eine Tote Bag enthalten. Eine Fuhr Tote Bag. Die kann man eventuell fürs Bento benutzen oder halt zum Einkaufen und ein paar Sachen reintun. Die ist sehr weich. Ihr könnt es knistern hören. Und hat halt den Rilakkuma vorne drauf. Sie hat innen drin auch ein paar kleine Seitentaschen, was ich ganz praktisch finde, und sie geht oben mit einem Druckknopf zu. Also eine kleine süße Tasche, kann man sich sogar umhängen. Je nachdem, mal schauen, für was wir sie benutzen werden. Die ist eigentlich ganz süß. Für die Bentos ist sie ein wenig groß, aber wenn ich noch meine Bento-Box und mein Getränk und alles zusammen rein tue, ist es eigentlich eine ganz gute Tasche für mein Mittagessen auf Arbeit. Dann, neben dieser Tasche ist noch eine Decke enthalten. Die ist ganz süß und die enthält halt diesen Rilakkuma, der gerade seinen Burger isst, und die ist wirklich so süß. Tada! Ein Rilakkuma Mos Burger Decke. Super süß, ganz weicher, ich würde sagen Filzstoff, der ist ganz angenehm. Kann man sich über die Schultern hängen oder bomb, einmal die andere umwerfen. Da kann man sich über die Schultern hängen oder auf den Schoß legen und sich damit wärmen. Ist in den kalten japanischen Wohnungen sehr angebracht. Also ja, die Decke ist wirklich süß. Das ist so, ich glaube so rum, der Hauptgrund, warum ich diese Fukubukuro haben wollte, neben den Essenscoupons. Ja, das ist die Decke. Und dann sind noch 2 kleine Sachen enthalten. Das ist einmal hier dieses Passcase mit Rilakkuma und Rilakkuma. Ich hole es mal raus. Ja, ein kleines süßes Passcase. Da kann man hinten seine Suica Passmo für den Zug reintun und das dann an die Tasche dranhängen. Eventuell sogar gleich direkt an die Tote Bag. Ja, das ist ganz süß in Pink. Und dann ist noch als viertes ein kleines Memo-Pad enthalten. Das hole ich auch mal aus der Folie raus.
Das sieht so aus, ein kleines süßes Memo-Pad. Die Seiten sind dann so, also ein kleiner Notizzettel zum Einkaufen, zum anderen Notizen machen, auch ganz süß. Und halt, ja, mit Rilakkuma drauf, innen drinnen nicht wirklich Moosburger, aber draußen steht immer Moosburger drauf. Sagt, das ist diese süße Rilakkuma Fukubukuro von Moosburger. Ein kleiner Ersatz dafür, dass der Rilakkuma Store selbst keine Lucky Bags anbietet. Ich bin immer noch böse darüber. Ich würde diese sofort kaufen. Aber naja, als Alternative gibt es halt Kollaborationen mit unter anderem Moosburger. Ja, das war die Fukubukuro Nummer 1. Ich räume sie mal fix weg. Und dann kommen wir zu diesem Monstrum, was hier neben mir steht. Das ist nicht meine, das ist eine Fukubukuro, die ich für die liebe Nathalie geholt habe. Schaut gerne auf ihrem Kanal vorbei, ich verlinke ihn hier irgendwo oben. Ja, sie hat sich die Fukubukuro von Mr. Donut gewünscht. Und das ist die große, die sie dieses Jahr angeboten haben. Mr. Donuts hat nämlich dieses Jahr ganze 4 verschiedene Varianten im Angebot gehabt für, ich glaube, 1000, 2000, 3000 und 5000 Yen plus Steuern, also nochmal 10% obendrauf. Und ja, das ist die große für insgesamt 5500 Yen. Und ja, die darf ich euch auch wieder zeigen. Also, vielen Dank, liebe Nathalie. Dann schauen wir mal rein, was in der großen Fukubukuro drin ist. Ich finde schon mal die Kiste richtig süß. Richtig schön gestaltet. Hier einmal an der Seite mit dem Pokémon und hier oben drauf. Hier drüben an der Seite auch nochmal das gleiche Design. Und welche Seite habe ich noch nicht gezeigt? Ja, die ist wirklich sehr, sehr hübsch gestaltet, die Kiste. Und ja, wir schauen einmal rein. Bei dem Fukubukuro von Mr. Donuts ist es so, dass halt je nachdem, wie sie gesteigert sind, vom Preis mehr enthalten ist. Und das Besondere, was halt in dieser großen 5500 Yen Fukubukuro drin ist, ist dieses Monsterkissen, was hier natürlich noch zusammengeschweißt, zusammengepresst ist. Sobald man hier diese Folie öffnet, wird es quasi explodieren und groß werden. Das ist dieses große Pikachu-Kissen mit dem Donut. Das ist wirklich sehr, sehr niedlich. Das ist wirklich eine coole Idee mit dem Kissen. Aber wie gesagt, dafür ist die Fukubukuro auch relativ teuer. Und neben dem Kissen sind noch ein paar kleinere Sachen in der großen Box enthalten. Ich nehme einfach mal so raus, wie die Sachen gerade da liegen. Das ist nämlich einmal hier der Kalender von Mr. Donuts. Der ist jedes Jahr in jeder Größe drin. Der ist wirklich ganz süß. Den hatte ich auch immer bei mir hängen. Ja, und das sind halt jedes Monat andere Pokémon. Jeweils auf der Seite sind 2 Monate drauf. Der ist ganz süß. Und ich finde die Design von Mr. Donut mit dem Pokémon immer ganz niedlich. Das ist ganz süß gemacht. Dann haben wir als nächstes hier eine Shopping Bag. Ich glaube, da gab es verschiedene Farben. Hier ist die gelbe drin. Die ist natürlich auch mit Pokémon-Design. Ich packe sie mal nicht aus. Ich blende euch mal kurz ein Foto ein, wie sie aussehen soll in groß. Sie ist auf jeden Fall ziemlich groß. Also ich denke mal, die ist viertel gefaltet. Also einmal. Da kann man schön einkaufen mitgehen. Die ist ganz, ganz praktisch als Tasche. Und die kann man auch zusammenfalten. Und hier ist so ein kleiner Haken dabei, dass man sie dann auch quasi zusammenklappt, so in die Tasche tun kann. Und ja, dann hat man immer eine Shopping-Bag dabei, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. Dann ebenfalls in der Kiste enthalten, neben diesem Wandkalender ist auch ein kleiner Kalender. Ich glaube, das ist ein B5 oder A5 Format. Und ja, das ist ein normaler Diary, wo man halt jeweils die einzelnen Monate drin hat. Auch wieder sehr, sehr schön im Pokémon-Design. Er hat natürlich auch hier die Jahresübersicht im Pokémon-Design, was ganz, ganz niedlich ist. Dann halt wirklich die einzelnen Monate jeweils als Kalender. Geht auch bis zum, wie so typisch wie die japanischen Kalender sind, geht sogar bis zum März 2023. Die kann man halt ein bisschen länger benutzen. Und ja, neben den Monatsübersichten ist hier auch nochmal jeweils eine Wochenübersicht drin. Also man kann die wirklich sehr gut nutzen zum Planen und allem möglichen. Der ist auch ein bisschen dicker, ist eigentlich ganz nett. Kann man auch schön als kleines Tagebuch oder so verwenden.
Und dann hinten sind auch nochmal Notizseiten und alles drin. Also wirklich ganz, ganz süß gemacht. Das ist ein schöner Kalender. Und hier hinten hat man auch noch ein paar extra Seiten mit ein paar Illustrationen und allem. Ist wirklich ganz süß. Und wenn ich hinten reingucke, da sind sogar noch ein paar Donuts-Gutscheine drin. Das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Also Gutscheine, Rabattcoupons. Da kann man mehrere Donuts für einen gewissen Preis kaufen. Und hier hinten sind sogar noch ein paar verschiedene Designs für den Kalender selbst drin. Man heißt, man muss nicht dieses verwenden. Es sind noch ein paar andere quasi außenrum Designs drin für den Kalender. Also sehr, sehr praktisch und wirklich sehr, sehr cool gemacht. Das lohnt sich wirklich für diesen Kalender auch eine Fukubuku zu kaufen. So, nach der ganzen gelben Last, hier auch mal was Pinkes, das ist dann schon mal wieder meine Farbe. Das ist ein kleiner Pouch, die ist wirklich sehr, sehr süß gemacht mit einem Pokémon-Design. Ein kleines Täschchen, wo man Sachen reintun kann, wirklich sehr, sehr niedlich. Und noch etwas nicht gelbes, es ist ein kleines Zipper-Bag, wo man auch Sachen reinsippen kann, auch wieder mit kleinem Pokémon-Design, wirklich, wirklich süß. Man sieht hier die kleinen verschiedenen Pokémon-Illustrationen drumherum. Das ist also auch enthalten. Und wir sagen einmal Hallo zur Katze. Die möchte jetzt in die Fukubuku reinklettern. Lassen wir die Katze in die Kiste rein. Katzen und Kisten. Und ich hole mal noch raus, was da drin ist. Da ist nämlich nicht mehr viel. So, dann haben wir nämlich hier als letztes noch ein kleines Masking Tape mit Pokémon drauf, das wirklich sehr, sehr süß ist. Ja, ein Masking Tape mit Pokémon und Donuts. Das ist, glaube ich, auch jedes Jahr enthalten, selbst in der kleinen. Da habe ich auch schon jede Menge Pokémon Masking Tapes. Das ist wirklich immer sehr, sehr süß. Und ja, was diese Fukubuku neben dem Kissen auch so teuer macht, es ist genauso wie bei Moos Burger, bekommt man bei Mr. Donut, kommt die Katze wieder raus. Bye bye Miko. Ja, genauso wie bei Moos Burger bekommt man bei Mr. Donut für den Wert, den man eingekauft hat, ein paar Coupons bzw. Gutscheine. Wie gesagt, die Fukubuku selbst kostet 5.500 Yen und man bekommt hier diese Karten, mit denen man insgesamt 50 Donuts für maximal 160 Yen jeweils holen kann. Also das ist definitiv mehr als 5.500 Yen, die man quasi von Mr. Donut zurückbekommt. Quasi in Donuts. Man kann sich also, die Karten sind bis Ende Mai gültig, man kann sich also bis Ende Mai 50 Donuts holen, quasi kostenlos, beziehungsweise hat man sie schon vorbezahlt. Das ist wirklich sehr praktisch. Und die Karten haben auch wieder ein schönes Pokémon-Design. Ja, das waren die 2 Fukubuku, die ich euch in diesem Video zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne wieder ein paar Kommentare da, ob die Fukubuku auch was für euch wären. Ob ihr die Läden kennt, wie Mr. Donuts oder Moos Burger. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein paar Daumen hoch da. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir auch ein Abo da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis bald!